Hallo noch einmal. Heute werden meine Puppen und ich euch die Adjektivendungen, die den bestimmten Artikeln folgen, beibringen. Vergesst nicht, die Untertitel und die Anmerkungen anzumachen. Los geht's. Hello again. Today my puppets and I will teach you the adjective endings that follow the definite articles. Don't forget to turn on the subtitles and the annotations. Let's start. Dieser grüne Apfel gefällt mir am besten. Ich werde diesen grünen Apfel jetzt sofort essen. Ich kann auch einen Kuchen mit diesem grünen Apfel backen. Diese Farbe dieses grünen Apfels gefällt mir auch. Sie ist nicht zu dunkel und nicht zu hell. Diese gelbe Banane gefällt mir besser. Ich werde diese gelbe Banane jetzt sofort essen. Ich kann auch einen Kuchen mit dieser gelben Banane backen. Die Farbe dieser grünen Banane gefällt mir auch. Sie ist nicht zu dunkel und nicht zu hell. Dieses braune Brot gefällt mir auch. Ich werde dieses braune Brot nicht sofort essen. Ich kann auch ein Sandwich mit diesem braunen Brot machen. Die Farbe dieses braunen Brotes ist mir egal. Diese geschmacklosen Erbsen gefallen mir nicht. Ich werde diese geschmacklosen Erbsen nicht essen. Ich kann keine Suppe mit diesen geschmacklosen Erbsen machen. Die Farbe dieser geschmacklosen Erbsen ist mir egal. Wir haben's geschafft! Was haben wir geschafft? Wir haben die Adjektivendungen, die den bestimmten Artikeln folgen, in jedem Kasus mit jedem Geschlecht richtig benutzt. Beispielsätze sind die besten Sätze. Aber diese Adjektivendungen sind doch ganz einfach. Sie sind nur oder en. Ja, ich weiß, aber ich werde trotzdem eine Tabelle zeigen. Und wechseln. Die bestimmten Artikel sind der, die, das, den, dem, des und so weiter. Aber sie enthalten auch diese, jeder, manche, welche, alle, solche und so weiter. Wenn man ein männliches Substantiv dekliniert, verwendet man der, den, dem und des in dem Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Zum Beispiel der Mann, den Mann, dem Mann, des Mannes. Wenn man ein Adjektiv verwendet, verwendet man ein e im Nominativ und en in den anderen Fällen am Ende des Adjektivs. Zum Beispiel der alte Mann, den alten Mann, dem alten Mann, des alten Mannes. Wenn man ein weibliches Substantiv dekliniert, verwendet man die, der, der. Zum Beispiel die Frau, der Frau. Wenn man ein Adjektiv verwendet, verwendet man ein e in dem Nominativ und Akkusativ und en in dem Dativ und Genitiv am Ende des Adjektivs. Zum Beispiel die schöne Frau, der schönen Frau, der schönen Frau. Wenn man ein sächliches Substantiv dekliniert, verwendet man das, dem, des. Zum Beispiel das Mädchen, dem Mädchen, des Mädchens. Wenn man ein Adjektiv verwendet, verwendet man ein e in dem Nominativ und Akkusativ und en in dem Dativ und Genitiv. Zum Beispiel das junge Mädchen, dem jungen Mädchen, des jungen Mädchens. Wenn man ein Substantiv im Plural dekliniert, verwendet man die, den und der. Zum Beispiel die Kinder, den Kindern, der Kinder. Wenn man ein Adjektiv verwendet, verwendet man en in jedem Kasus. Zum Beispiel die lauten Kinder, den lauten Kindern, der lauten Kinder. Hier sind ein paar Beispielsätze. Der alte Mann gibt dem jungen Mann den großen Kuchen des vergangenen Feiertags. Die schöne Frau gibt der hässlichen Frau
die bunte Schminke der alten Box. Das junge Mädchen gibt dem blondhaarigen Mädchen das coole Geschenk des großen Festes. Die kleinen Kinder geben den großen Kindern die roten Äpfel der großen Taschen. Boah, war das langweilig. Herr Antrim ist nicht so langweilig in der Klasse. Hier kann man ein Video mit Übungen finden. Vielleicht wäre das besser. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I hope that this video helped. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Till next time. Bye. Hello again. Today my puppets and I will teach you the adjective endings that follow. Hello again. Today my puppets and I will teach you the adjective endings that follow. Hello again. Hello again. Today my puppets and I will teach you the adjective endings that follow the purple shirt, purple shirt.